48 Angler. Let's do this. 24 Boote. 9 Nationen. Dobsche, tralala. 3 Zielfische. Oh, Fisch auf Fisch. Und ein Pokal. Der YPC Boat 2025 wird euch präsentiert von Hearty Rice Feel the Difference. Der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein und dem B1 Bootscenter. Wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur 16. Episode des YPC Boat 2025 und damit zur letzten Folge der Gruppenphase. Heute entscheidet sich, welche beiden Teams das Finale vervollständigen. Valide Prognosen lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht anstellen, denn in Gruppe D ist es rund 4 Stunden vor dem Ende extrem eng. Zwischen Rang 1 und Rang 4 liegen keine 10 Zähler und auch S-Asch Lithium könnte mit nur einem Upgrade wieder oben anschließen. Nur Team Lure-Drop läuft etwas unter ferner Liefen. Leo und vor allem Daniel bleiben aber natürlich ungebrochen optimistisch. Bevor wir einsteigen, werfen wir den obligatorischen Blick auf die Karte. Alle Teams fischen nach wie vor auf dem Haringfleet. Shimano befindet sich aktuell in der Power Hour auf der Nordseite von Tinchemeten. Lure-Drop angelt ganz im Westen, inzwischen aber an der südlichen Uferseite. S-Asch hat das ganze HV von Ost nach West überquert. Ilex angelt mittlerweile nahe der Spuimündung. Dort waren auch Lawrence und Bullseye gestartet. Jetzt verfolgen beide im Südosten des HV dasselbe Ziel. Wir sind am Hechtspot angekommen. Wir sind jetzt bestimmt mal 15-20 Minuten Boot gefahren, sind aber der Meinung, dass sich das gelohnt hat, da wir hier im Training Kontakte hatten. Wir haben hier wie die Vollprofis ohne Haken angeangelt und hatten hier ein paar Bisse. Das ist so eine Gegend, wo schon immer wieder große Hechte kommen, wo wir beide auch schon große Hechte gefangen haben. Das wollen wir jetzt mal überprüfen, ob die Jungs, die gestern sich die Köder ohne Haken reingezogen haben, heute auch Bock haben, sich die Köder mit Haken reinzuziehen. Also, drückt uns die Daumen, wir brauchen echt noch einen großen Hecht. Einen sogenannten Kickerfisch, wie die amerikanischen Bass Pros sagen. Vamos! Fisch, da ist er, der ist gut. Oh, der ist gut. Da ist er. Doch, brauchst du noch. Der ist bei mir drin, ne? Bin ich schon? Ne, ich glaube nicht. Boah, der ist groß. Yes. Ah, yes. Oh, der ist gut. Ich sehe ihn schon. Boah, Leute, die Likeo, ne? Ist noch nicht einmal in die Bremse gegangen. Der macht aber auch wenig gerade. Mal aber oben schon gesehen, der sah ganz gut aus. Ja, ja. Guck mal, für man direkt. Ja, Boah, ja, der hat ja, Gewicht. ja, ja. Boah, das ist ein Meter, ne? Könnte ein Meter sein, ja. Das ist safe ein Meter. Rein damit, Tim. Mehr als Meter! Ja, Mann! Oh, Du hast das so. Aliqueo, ich weiß nicht, ob ich da mit einem Meter drin will. Yes, Mann. Ah, da merkt man, wie man Druck, wieder Druck erfällt. Paul! Ich werfe mir hier einen ab und ich sag gerade, ich weiß nicht, ob diese Powerfishing-Köder einfach besser funktionieren. So, das Scale müssen wir gerade machen, mein Freund. Alter, das ist ein 1,20. Echt? Das ist mein PB. Teckerchen. Geht heute jemand schwimmen? Ja, das ist mein PB. Mein PB ist ein 1,22. Vorne ist er dran. Vorne ist er dran? Definitiv. 1,23,5. Yes! Yes, Mann! So, Freunde, da ist er, mein PB. 1,24. Boah, im Turnier. Boah, der ist schon aktiv. Der war von der Seite was blutig. Der hing ganz im... Ah, der ist schon weg. Ja, der ist auch schon weg. Der war von der Seite was blutig. Ich weiß nicht, was das ist, aber nicht von uns, weil unser hing im Mundwinkel. Ich realisiere nicht, was da gerade passiert, Alter. Ich habe einen 1,24er im Turnier gefangen. Mein PB, Auf Kamera. es ist nicht das erste Mal, dass ich einen PB im Turnier fange. Ich habe da irgendwie so ein bisschen, das sind schöne Gene. Für den hat es nicht ganz gereicht, er hat 1,25. Boah, Alter, 1,24, ich kann nicht mehr. Boah, wie groß ist der Hecht da drauf auf der Scale? 1,25. Auf der Scale? Ja, ja. Alter, aber scheiß drauf, ist mir egal, ob ich da noch einen Rekord habe. Ich habe einen neuen PB für mich und das ist ein brutaler Kickerfisch. Aber Tim Ackermann, mein Freund, ich sag dir eine Sache. Ich fange nicht mein PB mit 1,24 und fliege in der Gruppenphase raus.
Das machen wir nicht. Was machen wir nicht? Wir fangen jetzt noch einen großen Fisch. Wir haben Boah. genug Zeit. Ei. Ich glaube, ich drehe durch, Alter. Aber ey, es gibt eine Regel. Wenn ich meinen PB fange, dann springe ich ins Wasser, meine Freunde. Jawohl! Da wird heute jemand in Mittelharnis baden gehen. Ja, das machen wir heute nach Ende, ey. Jetzt, Leute! Ja! Oh, wie krank, Mann. Und jetzt, Alter, was machen wir jetzt? Ich weiß es gar nicht. Hey, Hecht fangen? Ja. Ja sicher, wir fangen jetzt noch einen Hecht. Boah. Digga. Ey, was ist hier los, ey? Weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich rufe jetzt erstmal den Verrückten. Was machst du? Ich rufe jetzt erstmal den verrückten Schweizer an. Den Fonso. Der wird ausrasten. Ruf mal Fonso an. Ich bin dieses Jahr für Fonso eingesprungen. Große Fußstapfen. So, der Paul hat's gerissen, mein Junge. Was hat er da? 1,24 Meter, Junge! Geil! Da ist er dran, wir müssen erst mal kurz runterkommen. Junge, 1,24 Meter auf einer Melli am Chatterbait. Fettes Petri, ja, was hat er gebissen? Auf dem Lamelli in 10 cm am Chatterbait. Und ich werfe mir einen ab mit Mäusen, ey. Jetzt kannst du wissen, dass ich jetzt eine andere Route fische. Aber richtig geil, Jungs. Fett. Aber, Ey, und heute Morgen 51er und 49er Bart. Und noch ein 43er. Hab ich schon weitergeschickt. Hast du schon. hab ich mitbekommen. Geil, Jungs. Someone's on fire, my friend. Solide. Hammer. Stabil, oder? Na ja, gut, wir packen jetzt das Zeug mal weg, als wären wir beide Chatterbait fischen. Ich werfe jetzt keine Maus mehr. Heute ist vorbei hier mit der Maus. Ey, ich werfe eine Maus. nee. Ja, Mann, Alter. Was ist hier los? Wie geil, ey. Wie geil. Ei. Das ist crazy. Junge, ich verstehe gar nicht, dass das gerade passiert ist. Also das ist noch gar nicht angekommen. Das ist wild. Aber ich glaube, wir haben die 700-Punkte-Marke geknackt. Locker. Das ist so ein Kickerfisch, über den wir gesprochen haben. Ich würde sogar sagen, mehr Kickerfisch geht kaum. Was für ein Auftakt in den Nachmittag. Bullseye nimmt Kurs aufs Finale und anscheinend ist der Spot noch längst nicht leer gefischt. Oh, Fisch. Kannst du denn bitte den Zander fangen? Hier ist richtig was los, du. Geil, ey. Ey, wir haben jetzt 3 Fische auf 100 Quadratmetern. Ankern, oder? Kannst du nicht sagen, ich glaube, ein kleiner Hecht. Könnte aber auch ein Zander sein. Ich würde eher sagen, kleiner Hecht. Oder? Kann, aber auch Guter Zander. Nee, kann ein Upgrade sein. Das ist ein Upgrade. Vielleicht. Ey, was haben wir für einen Spot, Mann? Das ist ja cool. Wir haben den gestern ganz kurz angetestet, ohne Haken. Aber ich hätte nicht gedacht, dass hier so eine Party abgeht. Und wir noch eingeladen sind. Sehr, sehr nice. Ah, so Krautzander sind immer so schön dunkel hier auf dem Fleet. Das ist schon nice. 65 glatt. Und dann geht er auch schon zurück. Wie gestern mit so einem kleinen Schlag mit dem Kopf. Und dann geht er weg. Nice. Nächster Fisch. Das Krautfeld ist sehr, sehr produktiv und ich habe das Gefühl, hier geht noch was. Gibt auch wenig Anlass, was anderes zu denken. Bullseye macht erstmal so weiter. Shimano muss die Taktik zwangsläufig umstellen. 12:20 Uhr, die Power Hour ist vorbei. Ja, wir hatten sehr viele Chancen für pelagisches Angeln. Also wir müssen sagen, die Bedingungen sind nicht die besten. Wir haben Sonne. Haringsflietangeln bedeutet klares Wasser. Auch nicht das Beste, um am Tage vertikal unterm Boot große Fische zu fangen. Jetzt, genau jetzt, erscheint wieder ein Utah-Fisch auf dem Bildschirm. Den angeln wir natürlich nicht mehr an. Ja, also von daher bin da mehr als zufrieden. Also das hätte auch sein können, dass wir gar nichts fangen. Und die Sache war, wir haben 2 Fische angeparkt. Die haben geguckt. Der eine hat gebissen, der andere hat dann abgedreht. Und danach war der Bildschirm tot, leer. Wir haben keinen Fisch mehr gefunden. Wir haben vielleicht 500 Meter Strecke jetzt hier am Ufer abgefahren. Ja, der Wahnsinn. Ja, gerade jetzt, wo die Kamera anhing und die Power Hour vorbei ist, kam noch mal ein großer Fisch drin, aber egal. Ja, so kann es manchmal sein. Nicht einfach und dafür bin ich wirklich sehr zufrieden. Und ja, wir haben jetzt die Full Card. Geil. Weiter jetzt mit Power Fishing. Fish. Pike. Longer. Is it? It's a little upgrade, maybe. Got it. 51. Second pike in the boat. But the size. We need to work on the size, mate. Let's release this one quickly. You want it to go. Perfect. Bye. Oh, Fisch. Wieder ein Zander. Ja, Zander, der ist aber kein Upgrade. Ja. Dann ist man die nicht. Ah, da. Aber er hat sich schon von alleine gelöst. Fish.
Nope, same size. Still a little bit too small. Forecasts with Castana to pike, but boom. At least we're getting some action. Now we need an upgrade pike. Come on. Allez mon gros. C'est le perche. Allez, faites qu'elle soit maillée s'il vous plaît. Oh my God, qu'est-ce que je t'ai dit? Eh oui! Oh, maybe a little bit bigger. We are okay for 44? Yeah, we are the wrong spot. We have a hot time and yeah, we change. And a jog bait. Make the job. The mic squad, of course, of the 128 suspending was really good. It was really good. 2 action, tac tac, first cast, and being 44 centimeter dreams. Nice color. We're gonna release it. Thank you so much. So we come here for 2 perch. We catch just one. This is really yeah. For us, it's difficult. We try to do some spot, but yeah, nothing react like yesterday, you know. So we're gonna try another one for perch. We have a spot, yeah, a little bit further. So we go for now. Let's go for this. Schwachstelle ausgebessert. Die Franzosen ersetzen einen 33er Barsch. Die Konkurrenz ahnt zwar nichts, aber der Druck nimmt zu. Turns out they react better to erratic hardbaits. Yeah, maybe. Rich. We had some action pretty fast. Huh? We had some action pretty fast. Yeah. So, der neue Plan steht. Der Markus angelt Spinnerbait und ich hole jetzt die Big Bait Route aus dem Routenstaufach. Hoppala. Und werde jetzt versuchen, mit richtig dicken Schlappen den Hecht zu upgraden. So sieht's aus. Jetzt brauche ich noch einen Köder, den muss ich aus dem nächsten Fach nehmen, weil wir sind wieder bis unter die Haarspitze vorbereitet. Und dann geht's los. Oh, Gottes Willen. Ganz unten, in den ganz großen Tiefen meines Bootes verschollen. Meine Lieblingshechtkiste, weil ich also gerne Hecht angel, nicht. Den Big Bait jetzt montiert, also Big Bait für manch einen ist das wahrscheinlich eher ein großer Barschköder in Holland. Für mich ist das schon relativ groß, der hat 20 cm. Ja, noch ein Einhängegewicht davor. Trainiert haben wir die Taktik natürlich nicht. Wir werden jetzt einfach auf einer Stelle, wo wir schon in vorherigen Sessions gute Hechte gefangen haben, einfach mal ein bisschen abwerfen und jetzt wird das einfach Strecke angeln und ja, und uns irgendwo den großen Hecht dann irgendwie ja, zusammensuchen, rausfangen, erarbeiten. Ja. Auf jeden Fall der richtige Ansatz. Sollte Shimano tatsächlich einen weiteren starken E-Sox landen, klänge es im Anschluss vermutlich so. Hey ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shocked, go boom bonanza, shake your booty like a Bailey dancer. Wir probieren jetzt einfach relativ schnell, relativ viele Spots nochmal durch. Vielleicht finden wir noch was raus, aber ja, das war schon super zäh. Sind jetzt richtig in die Mitte des See gekommen. Versuchen wirklich jetzt unterschiedliche Strukturen abzufischen. Hier gibt es so einen Drop-Off von 3 auf 8 Meter ungefähr. Und ja, wir haben jetzt das gut abgeworfen, würden beide noch einen Wurf machen, den würden wir nur leicht versetzen. Da gibt es noch so eine Stelle, wo es geht so im Flachen ins Tiefen. Würden wir auch versuchen abzujiggen, sehen, ob irgendwas vielleicht ein bisschen an den Kanten steht. Und wenn da nicht geht, dann hat man hier einen schönen Drift, dass man wieder im Flachen machen kann, wo es viel Kraut gibt. Und eine Chance auf große Hechte. Chance auf alles, wie immer, aber es gibt sehr große Hechte auch in dem Bereich. Ob die heute mitmachen, werden wir mal sehen. Bis jetzt spielt gar nicht mehr so richtig mit, aber kann sich noch ändern. Leo, bist du noch optimistisch? Also ich sag mal so, aufgeben gibt's nicht. Wir ziehen auf jeden Fall durch und vielleicht haben wir noch den Lucky Punch. Jo, wir brauchen ein paar Lucky Punches sozusagen. Schon eine 1-2-3 Combination. aber ja,
That's the spirit auf jeden Fall. Gut. Spotwechsel. Taktikwechsel. Die Fische beißen da nicht, wo wir jetzt geangelt haben. Jetzt angeln wir einfach wieder flacher und driften ein bisschen. Ich werde hier ein bisschen mit Twitchbait jetzt gleich angeln. Und Rick wahrscheinlich mit einem Boomer, mit einem Bladed Jig. In der Hoffnung, so noch einen schönen Barsch zu erwischen. Bei mir wird es der Twitch Flash. Und Rick, you want a 10 or 14 gram boomer? What do you think is better there? Depending on how fast you retrieve. Huh? Then take a 10 and a 14 and then we can Take it out, switch yes. fast if needed. Wir sind frisch gestärkt am neuen Spot. Probieren jetzt hier nochmal einen Hecht zu upgraden oder vielleicht auch die Zander im Kraut. Die scheinen heute auch aktiv zu sein. Ich bleibe beim Chatterbait, Tim bleibt bei der Maus, weil ich die größten Zander im Kraut tatsächlich auch auf Maus gefangen habe, Tim. Gerade hier auf dem Stretch. Bleibt dran, drückt uns die Daumen. Ich wüsste so gerne, wie es gerade steht, wie es aussieht. Es kann alles zwischen Platz 1 und Platz 4 sein. Platz 5 sogar, keine Ahnung. Die können halt alle überragend gefangen haben, weil so gut wie es beißt. Das ist jetzt nicht so, weil wir hier die oberkrassen super Profi-Angler sind. Ich glaube schon, dass die Fische auch gut beißen. Natürlich gehört auch ein bisschen Können dazu, aber nicht so viel, wie wir oft glauben. Fisch. Pikey. Ein Hecht. That's not gonna be 75. Little pikey, quick back. Up. Geiler Fisch, geiler Drill. Es macht einfach Laune, hier im Kraut zu angeln. Und wenn jetzt noch ein Upgrade vom Laster fällt, sind wir froh. Ansonsten müssen wir gleich... Oh, Fisch. Alter, ist hier Aktivität, ey. Fisch. Boah, ist ein... Ja, guter Zander. Same size, no, it's clean. Und hol rein. Ja. Jawohl. Two casts, two pike. No, you don't need to net it. It's too small. Geiler Fisch. 7 hat er, glaube ich, nicht. Aber nice. No, 74. Ja, passt 67. Oh. Kido. Bye bye. Next one. But this is fun, guys. We get bites, we get fish. Ich glaube, wir haben heute schon eine Full Card. Got it? Got it. Good. Nice and slow. Steady. Not that big. No, but must be an upgrade, yeah? Yeah, that's an upgrade. Okay, Mitch, bring it to me. It's not big. It's not big, but it's an upgrade. You think so? Yes, for sure. This is 85. Yes, there we have it. Good job. Touching. 83. 83. Perfect. It's not that big, but it's an improved fish. Good job, Mitch. All right. Wants to go back quickly, so let's continue. Poisson. Allez, tu vois ce que je t'ai dit, mon loulou? Allez, c'est une perche. Eh oui, ma louloute. Allez, vas-y, c'est pas mal. Je suis prêt. J'ai 1000 ans, mon gros? J'ai 1000 ans. Allez, prends ton temps, c'est un bloc que t'as pris. Allez, c'est une perche. Hein. Allez, viens là. Allez, encore. Allez. All the way up, all the way up. Yeah, touch. Yeah, touch. 47. Fish. It's a good fish. Yeah, no, Steph. Oui. On se casse. Ok. 49, 47, 44, on Allez. se casse. Allez. We move. Bye. So now the target for the perch is closed. We have 3 perch, 49, 44, 49, 47, so for us it's good. We need to upgrade Zander or pike. We're gonna discuss for this. But yeah, we need to upgrade some things. I think Zander will be good. That's it.
Der Zwischensprint wirbelt die Tabelle ordentlich durcheinander. Lawrence erobert durch das hart erarbeitete Hecht-Upgrade Rang 2. S. Asch lauert nach dem dritten starken Barsch aber nun direkt dahinter, während Shimano und Ilex an Boden verlieren. Während sich der Kampf ums zweite Finalticket spürbar zuspitzt, scheint das Führungsduo andere Dinge im Kopf zu haben. Hey, 2 Frikadellchen, spezial alsjeblieft. Danke. Pass auf, jetzt machen die mir gleich 2 Frikadellen spezial. Ja. Da spritzt aber im Boot ordentlich lang, du. Must be your team competitors. Wahrscheinlich Stefan Panquois. Ich habe heute, glaube ich, schon bei 4 oder 5 Booten behauptet, dass es Stefan Panquois ist. Denkst du wahrscheinlich vielleicht manchmal bei dir selber sogar? Heute denke ich, dass ich Stefan Panquois bin. The guy in the back is holding a camera. Looks like Sepp. Das kann er diesmal tatsächlich zum ersten Mal sein. Ich habe immer mal wirklich gesehen. So, jetzt wieder gewechselt. Von der tiefen Kanten wieder im Flachen, im Kraut. Hier kann man mit einem großen Hecht rechnen, im besten Fall. Ein ganz großer. Und jetzt werden wir im Drift machen. Vielleicht 40 Minuten oder so. Versuchen unser Glück hier als ein sehr großes Plateau. Kann auch sehr gute Fische bringen, aber ja, es kann eigentlich alle Spots, wo wir waren bis jetzt. Irgendwie ist der Wurm ein bisschen drin, momentan. Aber hoffentlich, wir haben noch ein bisschen Zeit, kann noch was passieren. Das ist das Schöne in Holland auf diese großen Gewässern hier. Man hat immer die Chance auf einen richtig schönen Fisch und manchmal mehrere. Ich habe einmal ein langes Wochenende zu Ostern. Und wisst ihr, was der Osterhase gerade macht? Genau, das hier. Der springt wie ein Bekloppter mit dem Rotstift durchs Lager. Rabatte, Rabatte, Rabatte. Ich kann's nicht mehr hören. Nen Ostersale, wenn ich einmal frei habe. Habt ihr eine Ahnung, was mich am Dienstag erwarten wird? Nee, ich auch nicht. Aber was euch erwartet, das weiß ich. Premiumrollen, knallhart reduziert. Exklusive Dekore, gesenkt. Von JDM bis Hechtgaranten. Köder fast geschenkt. Hearty Rice Routen. Wartbekleidung von Vision. Und das Ilex Baruda ist fast zum EK drin. Und natürlich wieder nur auf Hecht und Barsch stehen. Und frohe Ostern! Hi Leute, ich bin's Johannes und ich bin neuer Brandmanager bei LMAB. Und pünktlich fürs Frühjahr kommen jetzt meine 3 Top-Hechtköder. Nummer 1, 23er Perch Head. Kein Köder hat mir so viel große Hechte beschert wie dieser. Nummer 2, der Drunk Dancer, entweder in der 18 cm Variante oder, wenn es auf ganz dicke Muttis gehen soll, in der 23 cm Variante, hier gepaart mit einer Maus für umso größeres Volumen und noch mehr Druckwelle unter Wasser. Kleines Sneak Preview, zu guter Letzt der neue Real Vibe, noch nicht im Handel, aber dieser Köder ist so gut, dass er auch jetzt schon genannt werden darf, denn der hat in der Testphase bereits richtig viele dicke Hechte beschert. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und hoffentlich dicke Hechte und jetzt viel Spaß beim Weiterschauen. Yeah, we change. We want to go to another spot. There is 4 or 5 boats where we catch a big pike this morning. So we're gonna split the mission. We're gonna continue because you have the happy hand with the Distler, and I want to try to hammering for a bigger zander. The problem is it's really tough for us to catch a big zander. So we're gonna try. We do our best for that. So same plane, a little bit shallow grass, and we go like this. How do you go? Okay Leute, jetzt geht's gleich los mit der Live Hour, also mit der Power Hour. Ich habe jetzt meinen Live-Scope eingeschaltet und habe hier jetzt auch schon einen Fisch drauf. Der steht auf, oh da steht noch einer. Also hier stehen 2, da ist nicht besonders groß, aber die könnten eben so 60 plus haben.
Und im Moment reicht uns das ja. Also klar, ein größerer Fisch wäre schön, aber gucken, ob ich mit 10 Gramm hinkomme. Small. So leave the net. It's too small. No. That's too small. That's really too small. I have a zender, but it's not the size we need. Gut. Ich mach weiter. Ja, mach weiter. Bringt der uns was? Messen tun wir. Ja, vielleicht ein Hecht oder so raus, mal 1,3. Das könnte. Wir messen ihn. Nach längerer Zeit wieder mal ein Fisch bei uns. Jetzt hat der Zander, den wir vorhin so arg gesucht haben, hier bissen. Hier auf den neuen Chatterbait aus der Yasay Range. Ja, von hinten rüber geschoben. Zum Glück noch einen Assist-Hook hinten drauf. Zack, werden wir abhaken, direkt messen. Kein YPC-Rekord, aber Zander. Oh, Baller, meine Güte. Ruhig bleiben. Und der hat genau 49. Zack, da, so, 49. Dann lassen wir wieder zurück. Wir müssen schnell weiter angeln. Wir brauchen Upgrades. Tschüssi. Okay, so we're gonna move. We hammered this spot pretty hard down. We caught some fish. Well, we had a lot of action. A lot of small fish. 183 pike. And now we're moving to another spot. Let's see if we can get a bigger one over there. We've had it before, so let's try it. Ich hab so Schiss, ey, weil wir sind jetzt echt in einer Position, wo es reichen kann, aber es beißt so gut heute. Es beißt so gut. Du musst bei den anderen auch erstmal gut beißen, ne? Ja, bei den anderen wird es auch gut beißen. Die Fische sind so on fire heute. So, wenn die Fische nicht wollen, geben wir dem mal ein bisschen Lockstoff on top. Ich mache das hier jetzt aber nicht mehr lange an dem Spot. Ich habe noch eine Ecke, die ich mir auch angucken will. Aber vielleicht finden wir hier noch einen und der nimmt das Ding. Oh! Tu l'as vu lui? Tu l'as vu? Ah non? Un brochet. D'ailleurs, il était pas gros. Il était pas gros? Ah, il devait faire 70-75, tu vois. Il arrivait juste derrière. There is a pike follower. But just follower. It's a sign. Mann. Weiß heißt Fisch. Guter Fisch? Erster Wurf im Spinnerbait, ne? Yes, Mann. Ne, ist zu klein. Ist zu klein. Echt? Ja. Ja, das ist zu klein. Ich habe auf ein Spinnerbait gewechselt, weil Paul ja nun doch mit dem Chatterbait und ich habe nun wirklich schon einige Stunden doch die Maus geworfen. Okay, das ist ein Großfischköder, aber ich habe hier auf jeden Fall schon richtig gute Barsche gefangen. Zwar nicht zu der Jahreszeit, aber alles drei. Und wir haben ja noch die Option, dass wir den... Sehr gut. Wir haben ja noch die Option, dass wir den Barsch upgraden. Hier die Stelle haben wir gestern auch angeangelt. Im Training, einen Tag vorher wollen wir keine Hechte haken, deswegen haben wir gestern völlig verrückt ohne Haken gefischt, Chatterbait. Wir haben gestern 3-4 Chatterbaits geopfert, einfach den Haken abgeknipst und hatten hier auf jeden Fall Kontakte. Ist natürlich nicht wie groß die waren, wir hatten aber gestern definitiv mehr Kontakte als heute. Obwohl Dinnerbell Time ist. Yes, we arrived at the new spot. It's a deeper part of the lake where there are some weed beds against the rocks. In training we saw some fish over here. We know they're good ones. And yeah, I'm fishing with a jerkbait, the Zilla Glider 16 centimeter. And Simon is fishing with a... What are you fishing with? Spinnerbait. Oh, with spinnerbait, of course. Berkeley deck spinnerbait. Yeah, so the idea is, sun is high up in the sky right now. The bite slowed down on the really shallow patch where we were fishing. So we're looking for some depth close to the structure where we're fishing. Hoping that the pike are willing to come up or easier to go back and forth in the shallow, in the weeds. And yeah, try to find them here. So, jetzt gehen wir auf einen Spot auf Barsch. Wir haben eine Seite wieder gewechselt. Jetzt sind wir wieder ein bisschen windstilleren Seite, wo es deutlich klarer ist wieder. Wir werden hier einen Spot probieren auf Barsch und dann wieder rüber switchen auf die Bucht, wo wir vorhin waren, am Anfang, wo ein klares Wasser.
und sehen, ob vielleicht die Fische jetzt irgendwie on sind. Genau, wir wissen, Fisch ist da. Wir müssen abpassen. Wir haben jetzt noch 2,5 Stunden Zeit und die Zeit werden wir jetzt hier auf der Seite nochmal verbringen. Ja, und vielleicht kriegen wir noch ein kleines Beißfenster mit. Everything with spikes is not for us. No, especially not for me. Fuck it. Team Shimano wechselt zum 8. Mal den Spot heute. Wir haben eine Drift hier am Ufer lang gemacht, bestimmt 400-500 Meter. Wieder keinen Kontakt gehabt, also kein bratbaren Kontakt, wie man so schön sagt. In der Nähe von hier befindet sich noch ein Plateau, wo wir schon des Öfteren Hechte gefangen haben. Nicht im Pre-Fishing, aber man sollte machen, wo man Vertrauen zu hat. Heißt, wir fahren da jetzt hin, werden dann noch mal 2, 3 lange Driften machen, Markus. Und All in gehen wir jetzt, ja? All in. Entweder er beißt oder er lässt es sein. Wir hatten trotzdem Spaß. Komm, let's go. All in klingt doch vielversprechend. Bei Lure Drop wird für die Schlussphase die konventionelle Farblehre über Bord geworfen. Die Wucht wird jetzt einfach bis zuletzt Absolut. weiter beackert. Die Zeit muss einfach reichen jetzt, Leo. Ja. So, jede Viertelstunde ein großer Fisch. Ich werde jetzt mal ein auffälligeres Dekor von Flashvibe nutzen. Vielleicht Fire Tiger. Ja. Das Wasser hier ist zwar sauklar, aber das ist das Einzige eigentlich, was wir heute noch nicht probiert haben. Probier mal. Ja, auf den Fire Tiger gewechselt, erster Wurf. Flashvibe, kein Riese, aber es ist so eine Erleichterung, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Yes! Einfach Geil, Mann. entschneidert. Mann, ist das ein zäher Tag. Oh. Geil. Vor allen Dingen alle erster Wurf. Erster Wurf, ja. Wahnsinn. Der Kleine hat 33,5. Jo, 34. Oh, danke, Kleiner. Schön. Manchmal ein kleiner Fisch kann ganz schön Freude bringen, oder? Auf jeden Fall. Aber vielleicht haben wir jetzt auch den Code geknackt. Das kann sehr gut sein. Danke dir, Kleiner. Grelle Farben. Groß. Stark, ey. Geil. So, ab geht's. I report the fish. Fisch. Geil. Fetti. Alter, der hat ja rasiert. Geil, Mann. Yes. Nice. Oh. Again. Ja, egal. Super. Geil. Jetzt, keine Ahnung, dritter Wurf. Kurz nach dem Barsch. Jetzt noch ein schöner kleiner Zander. Funktioniert. So, 57,5. Schöner kleiner Zander. Geil. Ey, Geil, vielleicht ja. war das jetzt wirklich der Code. Nice. Okay, dann darf der Kleine auch wieder zurück. Vielen Dank für deinen Besuch. Jawohl. Jawohl, Leo. So, was haben wir jetzt? Stunde 35 noch. Komm, we're on a roll. Jetzt nur ein paar größeren. Ja. So, wie man sehen kann, Fire Tiger ist eins der auffälligsten Dekore überhaupt. Ich glaube, es gibt keinen Ködertyp, der nicht auch in dieser Farbe existiert. Und das hat natürlich einen Grund. Klassischerweise fischt man den natürlich im trüben Wasser. Aber ja, nicht selten klappt es dann auch, besonders an schwierigen Tagen, auch mal im Klaren. Also hier hat es jetzt wunderbar funktioniert und mal gucken, ob sich das jetzt nochmal fortsetzen lässt. Wir werden sehen. Flashvibe, mittlerweile ja echt angekommen auf dem Markt. Sehr, sehr fängiger Twitchbait. Das ist jetzt der flachlaufende, der hat jetzt 1 bis 2 Meter Lauftiefe. Wenn man den so twitcht, dann ist man so ja, bei Meter, Meter 20. Und das passt an diesem Spot optimal. Jo, jetzt gucken wir mal, dass wir noch was fangen. Wir haben noch Stunde 30, Stunde 40. Lure Drop schnuppert etwas Morgenluft. Bei der Konkurrenz gestaltet sich der Nachmittag zunehmend zäher. Selbst beim unangefochtenen Spitzenreiter keimen plötzlich wieder Zweifel. So, heute Morgen war angespannte Stimmung, heute Morgen war man relativ ruhig. Zwischenzeitlich war wieder richtig gute Laune auf dem Boot und Rumgesinge. Und jetzt so langsam, Freunde, da wird es hier wieder ein bisschen stiller bei Team Bullseye. Weil wir uns ein bisschen ernst der Lage klar werden. Mein persönliches Gefühl ist, dass
die Karte aktuell nicht reicht und wir noch ein Upgrade brauchen. Aber wir wissen es nicht. Ihr wisst es, ne? Ihr wisst es. Könnt ihr es euch uns bitte mal sagen? Scheiße, nicht. Ja. Problem ist, dass wir das halt erst etwas später lesen werden. Angekommen an der neuen Stelle bin ich jetzt dabei, mit den Sideview nochmal den Grund abzuscannen. Ich suche jetzt nochmal die Krautfälle, dass wir uns perfekt rüber driften lassen, weil beim Angeln im Flachwasser werde ich jetzt auch die Echolot ausstellen, den E-Motor auslassen, keinen Krach machen, wirklich nur driften und hoffen, dass so vielleicht nochmal wirklich der große Hecht Bock hat und unsere Köder ja, nicht verschmäht werden, sondern dass er jetzt auch beißt. So, Kraut habe ich übrigens gefunden, da ist es. Kann losgehen. That's it. Hätte fast noch geklappt in der letzten Sekunde. Boah, echt viele Fische dran gehabt, aber haben nicht gebissen. Ah, Mann. Das Scheiße an den Fingern, du. Every fish with spikes is shit. Today, yes. Unbelievable. What a shitty day. Ah. Okay. So. The only thing we can hope is that for the rest of the other guys, it's the fucking same. No. But I am. You can be sure they're gonna catch them. Yeah, yeah, yeah. It's just us that sucks. Especially me. Allez, we move. We need to move. Crunch Time, Ladies and Gentlemen. Letzter Spotwechsel des Tages. Wir gehen jetzt echt noch eine Stunde scopen. Was wollen wir machen, ne? Gucken, dass wir noch einen großen Zander bekommen und dass es dann vielleicht einfach reicht. Auch ja, oder wir sind völlig abgeschlagen, irgendwie auf Platz 3 oder 4 oder 5 und der Gap nach oben sind gerade irgendwie 60 Punkte und wir machen uns hier Stress völlig umsonst. Aber könnten wir schon Heineken trinken, also mal gucken. Mal schauen. Derartiges Understatement kennt man sonst nur von Team Nace. Ilex ist da deutlich realistischer. Im Moment sieht es nicht ganz so gut aus. Aber bei 1,5 Stunden kann natürlich viel passieren. Wir sind jetzt mal an eine Ecke gefahren, wo wir hoffen, eben Barsche zu kriegen. Hier kann natürlich auch wieder alles mitkommen. Und werden jetzt ein bisschen Trick mit dem Gummifisch angeln. Ich werde ein bisschen Deraco werfen und mal hoffen, dass einer beißt. Ah, shite. So. Think what was it? Perch. Yeah? Ah! Fisch. Oh nein, ein Riesenbarsch. Fuck, der ist ab. Ein Riesenbarsch. Echt? Ein Riesenbarsch. Scheiße. Nein, oh fuck. Scheiße. Oh, was war das für ein Ding? Oh. Hey, vielleicht der Köder ist jetzt echt on fire. Ja. Oh, ein Riesenbarsch. Fuck. Oh, und Nachläufer. Echt, ja? Ja, da ist er. Ja, Fisch. Ja. Yes. Oh, yes. Yes, Mann, geil. Komm, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Du machst die ready. 46,5. Geil, mein Lieber, 47. Geil. Mann, geil, lieber Alter. Ich habe zwischenzeitlich so oft gedacht, oh weia, hartes zähes Brot. Aber jetzt haben wir den Schlüssel gefunden und wir haben noch Zeit. Wir haben jetzt noch eine Stunde. 1,5 Stunden, Leo. 1,5 Stunden. Schön, danke für den Besuch. Und jetzt. Nice. Yes. Yes, yes. Geil, Leo. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter, Mann. Komm, jetzt bist du on fire mit der Fire Tiger. With the Fire Tiger. Das ist er. Geil. Wahnsinn, ey. Aber jeder Angler kennt das. Also wer das noch nicht erlebt hat, das... Kein Angler. Nein, das glaube ich nicht. Euphorie bei Leo und damit sieht der Zwischenstand deutlich weniger düster aus. Lure Drop mausert sich weiter. Shimano wartet immer noch auf den einen Biss. Schön freischlagen und dann kommt der Biss. Bam!
stehe so kurz davor, merkt es. Jetzt muss uns Peter aus letzten Jahr noch mal so richtig die Daumen drücken, dass wir jetzt noch mal upgraden. Like on this edge Sepp. I fished this 1.5 weeks ago when I had a shoot for a new product. In the morning we had like 25 bites here. Bum, 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 bum. And now nothing. Yeah, 1 follower. Yeah, so now we change the spot. We're back on the spot where, yeah, on the practice, Stefan catch a 120, still with the same lure. And so we try again here, but this morning we see there is some people, so it can be a little bit complicated, but we need to try. No regrets. So we stay 1 hour, we're gonna make this drift and see what happens. Go for pike. Boah, mehr drin, als du denkst. Zu jeder Bestellung gibt es einen Effekt Energy Drink Pink Grapefruit gratis dazu. Garantiert ohne nass zu werden und nur solange der Vorrat reicht. Und natürlich nur auf hechtundbarsch.de. Im aktuellen YPC-Boot seht ihr uns ja auf der großen Hornet, auf der Sportangler, aber hier stelle ich euch mal eins meiner Lieblingsmodelle vor, denn das ist das kleinste Doppelkonsolenboot von Finnwall, was wir hier haben. Natürlich im B1 Custom, 4,70 Meter lang, 1,96 Meter breit. Besonders ist bei dem Boot der Renji-Rumpf, hat nur einen Tiefgang von knapp 30 cm. Kommt super an Gleiten mit dem 60 PS Honda Motor. Also das ist ein echt starkes Boot, unsinkbar natürlich. Und das kriegt ihr hier schon ab 16.900 €. Und wer auf dem Boot ganz ohne Scheiben steht, für den haben wir natürlich auch was Richtiges, und zwar bei Paul. Die Finnwall 420 B1 Pro, 4,20 Meter x 1,86 mit wenig Tiefgang, B1 Custom Design, Führerschein frei. Eins meiner liebsten Modelle. Und hier erhältlich ab 9.900 € im Angebotspreis. Das Boot schiebt nochmal ganz anders. Und zu der Finnwall B1 Pro 420 Tiller gibt es noch einen Kartenplotter im Wert von 1.200 € in Kombination mit dem Honda BF15 on top für euch. Ja, und hier zu der Finnwall 470 und dem BF60 gibt es sogar einen Garmin Kartenplotter Fischfinder im Wert von 1.849 € gratis dazu. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Schauen. Mögen die Boote performen. So, wir sind die Bucht jetzt nochmal neu angefahren. Das heißt, wir angeln jetzt dieselbe Drift nochmal. Wir haben uns auch dazu entschlossen, jetzt hier zu bleiben bis zum Ende. Also 1:10 haben wir jetzt noch. Ich werde hier weiterhin den kleinen Flashvibe in Fire Tiger twitchen. Wir brauchen halt schon noch ein Upgrade für einen Zander und theoretisch auch nochmal für einen Barsch. Was wir aber auf jeden Fall auch brauchen, ist einen Hecht, einen zweiten. Und da ist jetzt Daniel dabei, der wird jetzt bis zum bitteren Ende hier die große Maus fischen. Weil, ja, wenn da eigentlich ein Hecht draufkommt, dann ist es meistens ein sehr, sehr guter. Und genau den brauchen wir jetzt. Genau. Hier kann natürlich auch immer mal ein kleiner Pike draufgehen. Da würden wir jetzt auch nicht Nein sagen. Nein. Die Fullcut wäre dann greifbar und dementsprechend ziehen wir jetzt nochmal durch. Kann auch ein großer Pike darauf gehen, mit ein bisschen Glück. Jo. Wir sind immer ein Stück gefahren, wir werden jetzt noch Power Hour eine Stunde. Hoffentlich einen großen Zander bekommen. Vielleicht gibt es hier auch größere Hechte im Freiwasser, das müssen wir jetzt mal schauen. Wir probieren aber primär Zander, wenn ein Hecht mit reinkommt, holen wir uns den. Ja, letzte Stunde, wir haben jetzt 15 Uhr, 15:01 Uhr sogar. Das heißt, wir brauchen gar keinen Timer stellen. Wenn die Uhr 16 Uhr anzeigt, ist Zapfenstreich. Und dann werden, ja, am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt. Mal schauen. Es bleibt spannend. Für mich wird die Stunde jetzt, glaube ich, noch härter als für Tim, weil ich einfach nichts machen kann. Ich kann nur da sitzen, dem Tim ein bisschen Glück wünschen, auf die Schulter klopfen. Wir sehen's. Also, let's go. Power Hour startet. Wir haben 2 Routen vorbereitet. Wir haben ja noch eine neue Pela-Jerk, also wir haben insgesamt ja 3 Pela-Jerks. Und ich habe jetzt die leichte Pela-Jerk, die 65 Gramm. Die ist ganz cool zum Pelagen, vor allem für die Leute, die unterm Boot angeln. Da ist es ja oftmals, dass weniger mehr ist. Und weil die so soft ist, überträgt die quasi weniger Bewegung in den Köder. Also auch wenn mal eine Welle kommt,
saugt die quasi ein bisschen die Bewegung ein. Große Fische gerade mögen das. Ne? Und wenn ihr so ganz schnell den Köder bewegt, dann hauen die meisten Fische auch ab. Deswegen die leichte hat genug Bums, also damit könnt ihr auch 1,20 Meter, 1,30 Meter Fische fangen und auch jeden Haken in jedes Zandermaul setzen. Und für einen größeren Köder mit einem schweren Kopf habe ich die 85 Gramm. Pela-Jerk ist ja ein Paradebeispiel. Jeder Angler, der anwirft oder der Pelag kennt die Route. Also da haben wir 2 richtige Zauberbretter hingebaut. Richtig cool. Ich liebe die Routen zum Jerken als auch zum Pelagen. Das sind einfach so schöne Stöcke. Und wir schauen mal. Jetzt habe ich gerade einen kleinen Zander vor der Nase, aber der sieht so aus, als wäre er 60. Hilft uns leider nicht. Wir versuchen hier wirklich die Zeit intensiv zu nutzen, um wirklich euch nochmal einen richtig großen Zander zu zeigen. Und wir freuen uns natürlich auch über die Punkte. Bullseye, erfahrungsgemäß extrem stark beim Pelagen, hat sich das Ass aufgespart, obwohl sie es vermutlich gar nicht brauchen. Im Verfolgerfeld zählt dagegen jeder Fisch. Ja, die letzte Stunde ist angebrochen. Wir angeln immer noch das Plateau, gerade noch mal frisch angesetzt. Ich angel große Köder. Markus hat jetzt auf einen kleineren Chatterbait gesetzt. Vielleicht fängt er noch einen größeren Barsch. Kann sein. Also wir haben bisher schon ganz gut gefangen in den vergangenen Tagen, wie ich das bereits schon mal erwähnt hatte. Ich muss jetzt weiter angeln. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Looks like a good one. No, I don't think so. I'm not sure if it will help. No. Oh, but a fish. 58. Also. Oh, yes. 58er. Wait a minute. Rick ist out. Oh, lost it. Na, dann lassen wir den mal schwimmen, die Zander sind hier. Yeah, but really small. So leave the net, not a problem. So, another small vendor in the peps. Verankert. Schwer. Hoffentlich keine Brasse gehakt. Nein, Mann. Kesser, bitte. Was gehakt. Oh, großer Fisch. Pike, ja. Yes! Geil, Mann. Hey, wie kann man sich über so einen kleinen Hecht freuen? Aber wir haben eine Fullcard jetzt, oder? Jetzt haben wir eine Fullcard. Alter, mega, mega. Hättest du mir das vor einer Stunde erzählt. Geil, Mann. Geil. Ich freue mich sehr. Flashvibe regelt. Geil. Geil. Sehr geil. Unglaublich. Oh. Leute, ey, für eine Stunde hat echt nicht so ausgesehen, als ob wir überhaupt eine Karte voll kriegen. Aber Leo hat jetzt eine Sternstunde erwischt mit der Flashvibe. Und Gott sei Dank, jetzt haben wir immerhin einen Fullcard. Jetzt haben wir eine ganze 50 Minuten immerhin an der Größe zu arbeiten. Das ist ein gutes Gefühl. Das ist ein sehr gutes Gefühl. 65, oder? Geil, Mann. Schön, Leo. Ey, danke, kleiner Hecht. Das ist echt mega. Yes. Ah, geil, Mann, Leo. Yes. Komm, Leo, wir haben 50 Minuten, drei große Fische zu finden. Geil. Jetzt ist das Ding voll. Jetzt kann man ganz entspannt die großen finden. Ganz entspannt upgraden. Mega. Oh. Zwischenzeitlich habe ich nicht mehr dran geglaubt. Jetzt aber haben tatsächlich alle Teams in dieser Bootsaison die Fullcard erreicht. Außer Titelverteidiger Stroft. Mit dieser kuriosen Info gehen wir in die Crunch-Time. Noch hält Lawrence den zweiten Qualifikationsplatz. Der Vorsprung ist allerdings höchst prekär und aktuell sieht es nicht so aus, als könnten Simon und Mitch daran etwas ändern. Lost cast? Ja. Lost cast.
Funny how a spot can be totally hot at one moment and then switch off, boom, dead. I mean, every drift we did here this morning we had fish, or at least bites. Multiple bites. And it's off. So we need to move. It's not going to make a difference to make another drift here. Let's go, go, go. 40 minutes left, guys. No action on this spot, so we make a last move to a last little weed bed where we had some pike during the training. Also kind of at the end of the day, so maybe that's the trick. Let's move. So Leute, wir haben es jetzt 15:33 Uhr, das heißt, wir haben noch eine knappe halbe Stunde. Wir fahren jetzt noch ein letztes Mal hoch. Vielleicht schaffen wir noch eine halbe, dreiviertel Drift. Ja, und vielleicht kommen noch 1 oder 2 Upgrades. Wir sind in einer richtig guten Position. Also wir haben überall noch absolut Verbesserungspotenzial. Das heißt, jeder Fisch, der jetzt kommt, ist womöglich, ja, könnte auf jeden Fall ein Update werden. Wir fahren jetzt zum letzten Spot für heute. Hat sich immer noch nichts getan. Die Nerven liegen blank. Aber ich denke mal, das liegt am Wetter. Also irgendjemand muss ja schuld sein. Bei uns ist es das Wetter. Also aus meiner Sicht. One bite, Mitch. One bite. Just catch you 110. Easy as that. Easy as that. I wish it was that easy. I wish too. Das sieht fast aus wie Futterfisch. Oder? Das sieht fast aus wie Futterfisch, aber ich muss den hier übers Boot anwerfen. Wir haben noch einen Fisch gefunden, der sieht aber ein bisschen rund insgesamt aus. Das könnte auch ein kleiner Baitfischball sein. Wir haben aber noch 4 Minuten Zeit. Deswegen schauen wir mal, ob sich der Baitfischball vielleicht als Raufies entpuppt. Das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch und der dreht. Und der ist gar nicht so schlecht. Kommt auch so langsam wieder, oder? Und abgelegt. Denkt man schon, wir sind clever mit unserer Technik, aber da gibt es ein paar Kollegen, die sind noch cleverer. Yeah, everyone. Feels like that weight, so it's probably a zender. No, I think it's a pike. Oh no, it is a zender, but too small. There we have the boomer. There we have another zender. It won't help us, so quickly put it back. Da ist er, Fisch. Ach, kleiner Hecht, alle tot. Zack, da ist er. Angel weiter, Markus. Da ist der Swaggy und da ist der Pike. 68,5, 69. Ja, größer ist er nicht. Alle gut. Yeah, another one. Next cast, next sender. No, I do it by hand. He's too small. He's too small. Because again, that one will not help us, but we found the fish too late, yeah? A little bit. Ja, ja. Oh, ist nicht so groß, aber es ist ein Wels, glaube ich. Echt? Ja. Oder ein großer Zander? Nee. Was mit dem Kescher? Ach so. Alter. Und jetzt ist es 16 Uhr. Alter. Nee, ist ein Zander, ein Upgrade. Junge, Legende! Hat auf die letzten 30 Sekunden gebissen. Es ist 16 Uhr. Junge. Fuck, mein Herz, ey. Grau 5 Meter, aber die ganze Zeit am Hin- und Herschwimmen kam hinterher. Oh, wirklich, also so 140, 160 habe ich schon. Und der hat kurz so extrem geschüttelt wie so ein Wels. Digga, es ist 16 Uhr. Warum musst du wirklich, eine Stunde lang warten, Junge? Eine Stunde musst du warten. Da ist ein 70er. Ja, das ist ein 70er Fisch. Auf dem Lamelli. Auf dem Lamelli. Richtig geile Farbe, wenn die Sonne scheint. Oh, ein Glück hat er gebissen, ey. Wirklich, richtig. Mein Gott. So, mal hier enthaken. 76,5. Da haben wir den Last-Minute-Zander. Oh, wirklich, der hat
uns wirklich noch mal einiges gekostet. Vielen Dank, dass wir dich fangen durften. Dafür lassen wir dich wieder frei. Der wird uns gleich noch mal richtig patschenass machen bestimmt. Ja, die haben gute Spannung, der ist schon angry. Und der aber der will uns doch nicht nass machen. Ah, doch, er will uns auch nass machen. Das waren noch mal wichtige Punkte, ey. Die alte Maschine, ey. Oh, aber ich sag dir, das waren zweimal hintereinander so ein ganz knappes Ding, aber gepasst. Ja, das gibt's doch nicht. Ey, was ist das mit dieser letzten Minute im YPC? Ich meine, Enrico und Johannes letztes Jahr auch mit diesem Meter, das war doch auch gefühlt letzte Minute. Ja, krass. Ja. Ist im Drill, springt die auf 16 Uhr. Ja. Ey, ich kann das nicht, wirklich. Ich habe da keine Nerven für. So, wir packen kurz das Scale weg. Und dann... Ja. Den hätt's zwar nicht gebraucht, trotzdem beseitigt Bullseye mit den eigenen auch die letzten Zweifel. Und das war's dann auch. Vor der Siegerverkündung gibt's noch ein paar liebe Worte. Und außerdem muss ja auch noch ein Versprechen eingelöst werden. Super very last cast. Ah, okay. Too bad. Too bad. Aus, Ende vorbei, die Vorrunde ist um. Ja, ich bin zufrieden. Wir haben super gefangen für die Verhältnisse, die wir hier haben auf den Gewässern. I don't want to call it a shitty day because you caught some really nice pike, but Normally, it could have been better. oh, it could have been much better. We had some zander, but if they were a little bit bigger... I had him on a hook, but... Very big struggle with the pike. The perch fishing was so much fun, the zander fishing was even more fun. And then pike fishing, yeah, we had our fish, but the size was just not there. Ja, unser Plan ging anfangs nicht auf, wir hatten aber einen Plan B, der hat uns gerettet. Wir haben unser Ziel erreicht. Aber Leute, ich sag euch eins, der Köder für uns vom Turnier, Rick hat damit richtig abgeräumt, fette Hechte. Gunky Grouper gibt es jetzt auch, wenn ihr die Episode schaut, noch eine Nummer kleiner, 140. An alle Zuschauer, vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Ja, nicht nur an uns, aber an alle Teams natürlich, an unsere Format, der YPC. Ja, ich bedanke mich dafür wirklich vom Herzen. Es ist sehr, sehr viel Support, das ihr immer zeigt. That's it. That's it. That's it from us. Elex Gunky is over and out, and yeah, hope to see you next year. Bye. I don't think it will be enough. I would be very surprised if this would be enough to proceed to the finals. I don't think so. So I would like to say thank you to you viewers. Thanks to Lorenz, Abergacia, Berkeley for sponsoring us with the best gear. And well, hope to see you next time. Ciao. Bye bye. See you later. Wir wollten uns dann auch noch mal bei Shimano bedanken, dass sie uns hier so tatkräftig unterstützt haben. Und fürs Daumendrücken der Fans. Sollten wir nicht im Finale sein, wollen wir uns hiermit verabschieden. Wir sind raus. Ciao. Ich wünsche auf jeden Fall die Leute aus der Gruppe, aus unserer Gruppe, die weitergekommen sind, die zwei Teams, viel Erfolg im Finale und ja, Gratulation, dass ihr das hier geschafft habt. Ja. Ich würde gerne noch ergänzen, vielen Dank für alle, die uns die Daumen gedrückt haben und auf jeden Fall auch unseren Frauen und Kids, dass sie das möglich machen. Absolut. Ist nicht selbstverständlich, deswegen vielen Dank, ihr seid die Besten. Ciao Leute. Wie versprochen gibt es jetzt noch eine kleine Badeeinheit, es bringt Pech, wenn ich mein PB fange und nicht schwimmen gehe. Das habe ich bis jetzt nämlich immer so gemacht. Von daher geht es heute mit nasser Hose nach Hause. Das hat sich gelohnt, Freunde. Kurze Erfrischung, war aber angenehm tatsächlich. So, first of all, I want to thank you all for participating. We have seen 2 interesting days, especially regarding pike fishing. 1.24 m, 1.17 m, 1.16 m and 1.9 m, only in this group. So that's really strong. There was one team which was not really able to find bigger pikes, so their scoreboard can't mess with the other ones. Team Lure Drop has to go home. Thanks, Leo and Daniel. Another team had absolutely no problem with the pikes, but for some reason the super skilled perch anglers, Mark and Rick, didn't find the big perch. So it's also over for Team Alex. Thanks for being here.
The winners of this group, they caught the biggest pike, the biggest zander and the biggest perch. So I would say well deserved. Team Bullseye with Paul and Tim go to the next round. So we have 3 teams left. Lawrence, SR Lithium and Shimano. Shimano had the best perch score. SR Lithium had the best pike score. And Lawrence had the best zander score. It's only 7 points between the 2nd and the 4th place. And the last ticket of 8 tickets to the finals goes to Simon and Mitch. Congratulations. So Stefan and Stefan, you finish 3rd and you finish 4th. Okay. What is the difference between the between you guys, it's I think 4 points. So it's really, really close. Okay. Yeah, thank you all. Mit diesem fairen Gruß unter Sportsmännern geht die Vorrunde zu Ende. Ein bärenstarkes Bullseye-Team und die sympathischen Niederländer von Lawrence komplettieren das Feld der letzten 8. SR Lithium, Shimano und Ilex scheiden aus unterschiedlichen Gründen relativ knapp aus. Team Lure Drop hofft als Titelverteidiger auf ein wesentlich besseres Ergebnis beim YPC Bass, den wir euch voraussichtlich ab dem 18. Mai zeigen werden. Nächste Woche geht es auf diesem Kanal aber erst einmal weiter mit der ersten von 2 XXL-Finalfolgen mit folgenden 8 Teams. Nace und LMAB aus Gruppe A, Savage Gear und B1 aus Gruppe B, Sunline und Bite of Bleak aus Gruppe C und eben Bullseye und Lawrence aus dieser Gruppe D. Freut euch auf jeweils mindestens 90 Minuten beste Angelunterhaltung, Drama und dicke Fische. Kommenden Sonntag ab 18 Uhr und nicht vergessen, liken, kommentieren und bei uns im Shop vorbeischauen. Ciao.